Hallo, ich bin der Hermann. Mein Haus steckt voller cooler Ideen. Kommt mit, ich zeig's euch. Und hier ist mein Esszimmer. Dieses alte Bauernhaus habe ich vor 12 Jahren gekauft. Hier habe ich ganz viel selbst gemacht und gestaltet. Das Sideboard hier war im Haus, war mir aber zu groß. Wegwerfen geht nicht. Ich habe das abgeschnitten und so eingepasst. Man muss auch den Mut haben, mal etwas kaputt zu machen und zu verändern. Diese Spielbank-Chitons habe ich von der Spielbank Berlin aufgekauft, als es zum Euro kam. Ich mag Form und Farbe und darf ich vorstellen, eine Kultfigur, Eddie Bub. Und das ist ein Ofenrohr. Diese Kugeln, die bringen noch mehr Wärme in den Raum. Der Schornsteinfeger sagt, hier ist der Kamin, hier kommt der Ofen hin. Da drüben geht nicht, gibt's nicht. Ich will den da drüben haben und dann habe ich das Ofenrohr so gebaut, dass ich an die Stelle komme, wo ich mein Feuer haben möchte, nämlich in der Küche. Den Tisch habe ich selbst gebaut. Ich habe den hier angebaut und hier nur ein Fuß. Ich brauche den Tisch meistens nur für 2 Personen. Hier dieser Platz ist extra tiefer gebaut und an diesem Platz liegt meistens meine Katze Hi. Ich mag keine Ecken, ich mag einfach die Rundung, ich mag das Fließen. Und in der Natur gibt es ganz wenig Ecken. Alles ist irgendwo flüssig und fließend. Mein Vater war Gärtner und ich habe Gärtner gelernt und das ist mein Leben lang bei mir geblieben. Ich habe Pflanzen da, ich habe Pflanzen hier, überall Pflanzen. Und jetzt gehen wir rüber in meine Werkstatt. Hier mache ich alles. Hier kann ich umgehen mit Metall, ich kann schweißen, ich kann Steine behauen, ich kann Holz bearbeiten. Das ist mein Reich. Dann wollte ich unbedingt ein Auto an die Decke haben. Ich habe hier zuerst Gerüste gebaut und habe hier praktisch alles abgestützt. Habe ich ein Auto in eine Presse gebracht und das Auto dann auf das Gerüst gebaut, ungefähr 1 Tonne. Und das wurde dann in den Beton eingegossen und unter dem Gerüst konnte ich alles das entstehen lassen, was ihr jetzt seht. Das ist nicht nur ein Flügel, das ist meine Werkzeugkiste. Hier kann ich Dinge verstauen, die ich brauche zum Arbeiten. Ich habe hier Fächer und Schubladen drin. So, nach der Arbeit gibt es eine weitere Möglichkeit. Man kann hier einen Sitz rausziehen, kann dann das Ganze noch zu einem Tisch gestalten, wo sich aber nicht nur eine, sondern mehrere Personen hinsetzen können. Und diese Tastatur kann ich spielen. Es gibt sehr, sehr wichtige Dinge auf der Welt und für mich sind meine Enkel wichtig. Ich habe 4 Enkel, habe von jedem Enkel eine Jeans bestellt, kam her und die habe ich eingegossen in Beton. Und wenn ihr genau hinseht, du siehst sogar jeden Reißverschluss und jeden Knopf. So, und jetzt gehen wir mal raus. Und das ist mein Garten.
Meine Vision, ich wollte mir mein Paradies schaffen. Hier kann ich mich ausleben, hier kann ich das machen, was mir gefällt. Ein auf den Kopf gestellter Baum, man nennt die Zwiesel, wenn so verschiedene Äste hochgewachsen sind. Diese Füße, diese Schuhe da dran, das sind jeweils ein paar Schuhe von meinen Nachbarn. Ja, und hier zeige ich euch noch was Besonderes. Das hier ist mein Kaiserstuhl. Eine Idee, die mir nie mehr aus dem Kopf gegangen ist. Als ganz junger Mensch war ich im Aachener Dom und habe diesen Stuhl, gemauerten Stuhl gesehen, und den wollte ich in meinem Paradies haben. Das Besondere an diesem Stuhl ist die Tatsache, dass ich ihn drehen kann. Ich kann einfach dahin fahren, wo ich ihn gerade haben möchte, ob es in die Sonne ist, in den Wind. Und in dem Moment, wenn ich hier sitze, dann bin ich bei mir. So, und hier sind wir im ersten Stock. Das hier ist ein magischer Ort für mich. Hier sitze ich gerne. Hier kann ich Kraft tanken. Hier habe ich 7 Stühle. Diese Stühle sind gebaut aus Fassdauben. Ich habe die entworfen und geschnitzt. Der runde Tisch besteht aus 49 Teilen, hatte ganz, ganz viele Astlöcher. Und aus diesen Astlöchern habe ich Augen gemacht. Ein Freund von mir, er hat diese Augen so präzise, wie sie hier sind, mit Airbrush gemacht. Jetzt habe ich 365 Augen, für jeden Tag im Jahr ein Auge. Und das ist mein Wohnzimmer. Auch hier wieder Farbe, Rund und Natur. Alles wieder eingebaut. Und hier ist mein Lieblingsstück. Ich habe diesen Tisch gebaut mit Magnum-Champagnerflaschen, natürlich voll. Ich liebe Sekt und Champagner. Als ich hier eingezogen bin, stand hier in dem Raum noch ein anderer Tisch. Wegwerfen? Nein. Was draus machen? Ja. Jetzt ist der Tisch an der Wand und ich habe hier im Tisch einen Fernseher. Ich kann meine Informationen holen, aber der Schnuller erinnert mich immer wieder daran, brauche ich das jetzt oder kann ich was Besseres machen? Ja, das ist mein Schlafzimmer. Dieses Bett habe ich selbst gebaut und dann habe ich hier eine Möglichkeit geschaffen, dass ich also mich hier hinlegen kann, wenn ich will, so, und kann lesen. Und sobald ich eingeschlafen bin, passen die beiden, der Löwe und Phönix, auf meinen Körper auf und ich kann träumen. Ich kann viele Dinge zusammenfügen und daraus Neues entwickeln. Und mir macht es einfach Riesenfreude, auf meine Fantasie laufen zu lassen und zu probieren und sofort umzusetzen. Und hier habe ich mir eine Möglichkeit geschaffen, auch mal ohne mich ins Bett zu legen, einfach zu entspannen und zu lesen. Morgens nehme ich mein Bett und abends ist es durchlüftet. Alles hat hier irgendwo eine Funktion. Jetzt gehen wir in mein Bad. Ich habe mein Leben lang in der Badewanne gelegen und gegen eine Decke geguckt. Und das ist vorbei. Als erstes habe ich hier eingebaut eine Scheibe, dass ich nach oben gucken kann. Und es ist einfach wunderbar. Ich kann die Sterne sehen, ich kann den Mond sehen abends. Ich bin frei in der Badewanne. Das ist die Heizung für den ganzen Raum. Hiermit heize ich diesen Raum, weil der wird warm, ja, bis heiß
genau wie ein Heizkörper. Diese alte Gussbadewanne, die war auch hier im Haus. Ich wollte sie nicht wegwerfen, sondern habe einen Sinn gefunden, das hier mit einzubauen. Wieder eine Verbindung, wie es hier im Haus war. Alle Instrumente sind gleichzeitig Lampen. Und dann habe ich diesen Zwiesel im Wald gesehen und den wollte ich haben. Ich durfte ihn haben, habe ihn dann hier eingebaut als Eingang. Ich habe mir hier mein Wohlfühlhaus geschaffen. Die Ideen werden nicht ausgehen, es wird noch viel passieren. Mein Leben ist Wandlung. Das war die Roomtour durch mein Haus, voller cooler Ideen. Und wenn ihr noch mehr spannende Häuser und Wohnungen sehen wollt, abonniert unseren Kanal oder schaut hier. Tschüss.